Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für etwas körperliche Belebung. Heute machen wir etwas Bodenhaftung, DownToEarth, stabile Schultern, starker Rücken und Chor. Legen wir los. Kommt erstmal in die Child's Pose, indem ihr eure Knie auseinander nehmt, eure Pobacken und eure Fersen, den Punkt zwischen euren Augenbrauen in die Matte. Streckt die Arme ganz entspannt, leicht nach vorne aus. Findet eure ganz natürliche, gleichmäßige Bauchatmung. Und kommt erstmal in eurem Space auf eurer Matte an. Findet diesen Entspannungsmodus, wo man versucht, alles loszulassen, was man nicht für diese Haltung braucht. Wir stimulieren in dieser Kindshaltung unseren unteren Rücken, den Bereich der Nieren, unsere Lebensbatterien zu Hause sind, rein energetisch. Die versuchen wir durch die Stimulation leicht aufzuladen. Spann deine Gesichtsmuskulatur, deinen Kiefer, deinen Gaumen, deine Nase, Ohren, deine Wangen, Stirn, Augenbrauen. Lass deine gesamte Kopfhaut ganz weich werden. Und schick diesen Entspannungsimpuls aus deinem Gesicht über deinen Kehlkopf mit der Ausatmung in deinen Körper hinein. Pobacken sinken auf deine Fersen. Nächsten Einatmen, komm auf deine Fingerkuppen, löse deine Hände, Ellbogen von der Matte. Ein bisschen Druck in die Fingerkuppen, Oberarme nähern sich deinen Ohren und die Pobacken sinken noch ein Stück mehr auf deine Fersen. Mit der nächsten Einatmung hebt den Blick und leicht geführtes Hochkreuz. Mit der Ausatmung rollt dein Kinn zum Brustbein, du hebst dein Gesäß von deinen Fersen an und kommst in den Vierfüßler. Hände, Schulterbreite in die Matte. Mit der Einatmung das geführte Hochkreuz. Scheitelpunkt des Kopfes Steißbein Richtung Decke. Mit der Ausatmung rollt das Kinn zum Brustbein. Schambein kippt nach vorne, Punkt zwischen den Schulterblättern Richtung Decke. Aufgepasst, mit der Einatmung schiebst du die Hüfte leicht nach rechts, den Kopf nach links, machst du ein geführtes Hohlkreuz. Fährst im Halbkreis nach rechts, Hüfte nach links und mit der Ausatmung ziehst du das Kinn wieder zum Brustbein und schiebst das Schambein nach vorne. Mit der Einatmung machen wir das nach rechts, Hüfte nach links, Kopf sozusagen im Halbkreuz nach oben. Und mit der Ausatmung schiebst du die Hüfte nach rechts, Kinn wieder zum Brustbein und das Schambein nach vorne. Mit der Einatmung hebst du dich wieder Kopf links, Hüfte rechts, machst den Halbkreis, Hüfte schiebst nach links und mit der Ausatmung schiebst du das Kinn wieder zum Brustbein, schiebst jetzt die ganze Hüfte nach rechts. Mit der Einatmung führst du einen hinteren Halbkreis, hebst den Kopf rechts, machst den vorderen Halbkreis, Hüfte wieder nach rechts und schiebst das Schambein wieder nach vorne. Mit der Einatmung finde hier
deine 8. Und das war ganz intuitiv. Schließ die Augen dabei und weck deine Wirbelsäule auf. Jetzt aufgepasst, wenn du wieder links bist, mit dem Kopf. Mit der Einatmung hebst du den linken Arm Richtung Decke und mit der Ausatmung platzierst du deine linke Hand an der Außenseite von deiner rechten. Beide kleinen Finger berühren, sei schiebst das Schambein nach vorne und machst so einen Katzenbuckel mit Rechtseite. Mit der Einatmung löst du den rechten Arm hervor, über rechts einmal, schaust deinen rechten Daumen hinterher. Mit der Ausatmung die rechte Hand wieder dorthin, wo du sie hergeholt hast. Katzenbuckel rechts abbiegen. Mit der Einatmung streckst du das rechte Bein nach hinten raus. Mit der Ausatmung ziehst du einmal mit einem Katzenbuckel das rechte Knie zum rechten Trizeps. Mit der Einatmung streckst langsam das rechte Bein nach hinten raus. Löst den linken Hand diesmal über links. Schaust du den linken Daumen hinterher, rechte Ferse drückt nach hinten raus. Mit der Ausatmung führst du den linken Arm unter deiner rechten Achselhöhle hindurch. Streckst den linken Arm nach rechts aus und bringst die Nase bis 0,2 cm vom Boden. Mit der Einatmung langsam Daumen zum Brustbein. Und mit der Ausatmung streck deinen linken Arm nach vorne aus. Der rechte Fuß ist geflext, rechter großer Zeh dreht zur linken Ferse ein. Linker Daumen zeigt nach oben und du versuchst zu wachsen, von der Ferse bis zu deinen Fingerspitzen. Atmest ein, hebst den linken Arm, das rechte Bein ein Stück weiter nach oben. Mit der Ausatmung Katzenbuckel, Ellbogen, Knie, Ellbogen. Mit der Einatmung streck dich langsam wieder auseinander. Mit der Ausatmung einmal High Five, Fuß, Innenseite rechts und linke Hand unter deinem Körperzentrum. Mit der Einatmung streckst du dich langsam wieder auseinander. Mit der Ausatmung High Five, links neben deiner Po-Backe, linke Hand, rechte Fußsohle. Mit der Einatmung streck den linken Arm wieder nach vorne, rechte Ferse nach hinten raus. Mit der Ausatmung linken Arm nach links, das rechte Bein kurz über den Boden. Einmal nach rechts. Mit der Einatmung rechte Bein wieder nach hinten raus, linker Arm nach vorne. Und mit der Ausatmung beugst du dein rechtes Bein an. Greifst mit links zurück zum rechten Fußspann. Drückst dich stabil mit deiner rechten Hand von der Matte weg. Und drehst dich dann vom Bauchnabel, linke Brust, linke Schulter. Und hast das Gefühl, das rechte Bein leicht dosiert strecken zu wollen. Mit der Einatmung streckst du dich langsam wieder auseinander, Ferse zurück, Fingerspitze nach vorne, aufgepasst. Mit der Ausatmung das rechte Knie an die Außenseite von deinem linken Knie. Fußbein in die Matte, nimmst deinen linken Arm unter deiner rechten Achselhöhle hindurch. Nimmst deine linke Schläfe in die Matte, legst vielleicht beide Handflächen aufeinander, Fingerkuppen berühren sich und versuchst nochmal gleichmäßig mit der Ausatmung beide Arme dosiert strecken zu wollen, weg von mir. Das ist ein Fahrradunfall. Okay, machen wir weiter. Mit der nächsten Einatmung löst du langsam das rechte Knie von der Matte, rollst das rechte Bein an, reißt mit der rechten Hand, alles andere bleibt wie es ist, zum rechten Fußspann und drehst dein Knie, Brustbein Richtung Decke auf und rollst vielleicht sogar auf den Hinterkopf. Wenn du jetzt rausputzelst, steigst du einfach wieder ein, wie ein 5-Jähriger lächelst du. Nicht langsam, Fußsohle hinten raus, beide Handflächen wieder aufeinander. Mit der Ausatmung ziehst du das rechte Bein gestreckt, gefühlt seitlich von deinen Fingerspitzen, kurz über den Boden.
Mit der Einatmung hebst du das rechte Bein nochmal ein Stück weiter nach oben. Mit der Ausatmung den rechten Fuß langsam neben deinen Fingerspitzen in die Matte. Atme ein, rechte Hand zwischen deiner Nase in die Matte, drück dich langsam nach oben auf, löst den linken Arm im Halbkreis Richtung Decke. Mit der Ausatmung, linke Hand toucht. Atme ein, Arme nach oben in die Luft. Mit der Ausatmung, linke Hand links von dir in die Matte, gerne auf Fingerspitzen und zieh deinen rechten Arm über dein rechtes Ohr. Mit der Ausatmung drehst du dich im Halbkreis über dein linkes Knie und nimmst dabei die linke Pobacke zur linken Ferse, rechter Fuß bleibt geflext und bringst die Nase zwischen deinen Knien Richtung Boden. Einatmung. Die linke Hand hinter deinem Gesäß links in die Matte. Heb dann deine Pobacke an, pointe jetzt den rechten Fuß und streck den rechten Arm über deinen Kopf. Dann atme noch einmal ein, mit der Ausatmung langsam mit der linke Pobacke zur linken Ferse. Beide Hände schulterbreit wieder in die Matte, heb dein Gesäß an, rechte Bein bleibt, wo es ist. Atme ein, Flatback. Mit der Ausatmung hast du das Gefühl, mit so kleinen Bounce-Bewegungen, deine rechte Schulter, rechtes Ohr Richtung deinem rechten Knie zu federn. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung löst du langsam. Rechte Knie neben das linke. 4 Füßler. Atme ein für das geführte Hohlkreuz. Mit der Ausatmung rollst du ein Kinn zum Brustbein, machst einen Katzenbuckel, streckst in deinen Fußbein, löst deine Knie und schiebst deine Nase ein Stück mehr nach vorne für eine Plank. Mit der Einatmung mit der Knie in die Matte, das geführte Hohlkreuz. Mit der Ausatmung rollst du das Kinn jetzt zum Brustbein, schiebst dabei deine Pobacke langsam auf deine Fersen, machst einen Katzenbuckel. Mit der nächsten Einatmung schiebst du dich langsam in tiefster Gange über deine rechte Hand mit deiner Nase nach oben in den Vierfüßler. Und mit der Ausatmung hebst du deinen rechten Arm von der Matte an und landest mit deiner rechten Hand an der Außenseite deiner linken. Schiebst das Schambein nach vorne und machst einen Katzenbuckel nach links. Mit der Einatmung löst du die linke Hand, rechte bleibt, wo sie ist. Im Halbkreis über links Richtung Decke. Blick folgt deinem linken Daumen. Mit der Ausatmung deine linke Hand wieder in die Matte, dort wo sie hergeholt hast. Mit der Einatmung das linke Bein nach hinten raus. Mit der Ausatmung ziehst du das linke Knie einmal zum linken Trizeps und machst einen Katzenbuckel nach links. Mit der Einatmung langsam Ferse wieder nach hinten raus, streckt das Bein, löst die rechte Hand zeitgleich im Halbkreis über rechts Richtung Decke, Blick folgt. Mit der Ausatmung führst du deinen rechten Arm unter deiner linken Achselhöhle hindurch. Und deine Nase bis 0,2 cm vom Boden. Mit der Einatmung Daumen, Brustbein, streck den linken Arm. Und mit der Ausatmung streck deinen rechten Arm nach vorne raus. Linker Fuß geflext, rechter Daumen zeigt nach oben, Schambein geht leicht nach vorne, um nicht durchzuziehen. Mit der Einatmung hebt dein rechter Arm das linke Bein ein Stück weiter nach oben. Mit der Ausatmung Ellbogen, Knie, Knie, Ellbogen, Katzenbuckel. Mit der Einatmung langsam wieder auseinander. Mit der Ausatmung wieder High Five. Rechte Handfläche, linke Fußinnenseite unter dem Körperzentrum. Mit der Einatmung
Streck dich wieder auseinander. Mit der Ausatmung über deiner rechten Po, einmal Fußsohle, linke Fußsohle und rechte Handfläche. Einmal High Five. Atme ein. Wieder auseinander. Mit der Ausatmung nach rechts. Das linke Bein zieht kurz über den Boden. Einmal Richtung 3 Uhr. Mit der Einatmung streckt das linke Bein wieder nach hinten raus. Rechter Arm nach vorne. Mit der Ausatmung beugt das linke Bein an. Atmet rechts zurück zum Fußspann. Kräftige linke Hand, stabiler Arm. Drehst dich an. Über rechts, rechte Brust, rechte Schulter auf. Und dosiert das linke Bein strecken zu wollen. Mit der Einatmung löst du langsam Ferse nach hinten raus. Rechter Arm nach vorne. Mit der Ausatmung das linke Knie in die Außenseite von deinem rechten Fußspann auf die Matte und führ den rechten Arm unter deiner linken Achselhöhle hindurch und leg deine rechte Schläfe in der Matte ab. Leg beide Handflächen aufeinander und mit der Ausatmung versuchst du nochmal beide Ärmchen gleichmäßig von dir wegzustrecken. Okay, gehen wir wieder ein bisschen weiter, wenn verspielt. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein linkes Bein von der Matte an, beugst es an, löst deine linke Hand zum linken Fußspann und drehst Knie, Brustbein, drehst leicht auf deinen Hinterkopf und balancierst. Wenn du rausfällst, wie gesagt, lächel, 5 Jahre alt, steig wieder ein. Mit der Einatmung steig langsam das linke Bein nach hinten raus, beide Handflächen aufeinander, Fuß ist geflext. Mit der Ausatmung ziehst du das linke Bein einmal Richtung 3 Uhr neben deine Fingerspitzen, kurz über den Boden. Mit der Einatmung hebst du dein linkes Bein, so weit es sich gut anfühlt nach oben. Mit der Ausatmung landet der linke Fuß neben deinen Fingerspitzen im Boden. Atme ein, linke Hand Richtung deiner Nase, presse deine linke Hand, löst den rechten Arm dabei im Halbkreis Richtung Decke, richte wieder auf. Mit der Ausatmung, rechte Hand in die Matte. Atme ein, beide Arme nach oben. Mit der Ausatmung die rechte Hand rechts von deiner Hüfte in die Matte und zieh deinen linken Arm über dein linkes Ohr. Mit der Ausatmung langsam rechte Pobacke zur rechten Ferse, dreh dich im Halbkreis. Schieb dann die Nase zwischen deine Knie, linke Fuß ist geflext und bring deine Nase Richtung Boden. Mit der nächsten Einatmung die rechte Hand rechts von deiner Pobacke in die Matte, pointe den linken Fuß, heb dein Gesäß von der Matte an und streck den linken Arm über dein linkes Ohr. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung lang mit der Pobacke auf deine rechte Ferse, schieb beide Hände wieder in die Matte, heb dein Gesäß dann an, schulterbreit die Hände, atme ein, Fläche. Und mit der Ausatmung sitzt du links Stabile. Linke Schulter, linkes Ohr möchte zum linken Knie und fängst an, wieder so kleine federnde, bouncende Bewegungen zu machen. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung löst du langsam das linke Knie wieder neben das rechte. 4 Füße. Atme ein, das gefühlte Rückgrat.
Mit der Ausatmung roll das Kinn wieder zum Brustbein, schieb das Schambein nach vorne, presse in deinen Fußspann, schieb die Nase weiter nach vorne und streck die Beine. Dein Plank. Mit der Einatmung wieder Knie in die Matte, geführte Hohlkreuz. Mit der Ausatmung rollt das Kinn wieder zum Brustbein und zweimal die Puppe mit dem Katzenbuckel auf deine Ferse. Mit der Einatmung hebt den Blick. Mit der Ausatmung rollt das Kinn wieder zum Brustbein, hebt seine Kuhbacken an. Für den Vierfüßler. Dann nimm deine rechte Hand auf deinen linken Handrücken. Mit der nächsten Einatmung streckst du langsam das rechte Bein nach hinten aus. Ist schon immer so ein bisschen wackelig, kleiner Alkoholtest. Und mit der Ausatmung streckst du auch langsam deinen rechten Arm nach vorne aus. Und versuchst auf deiner linken Hand, linken Knie, linken Fußspann zu balancieren, die Hüfte bestmöglich parallel zu lassen und von deiner rechten Ferse zu den Fingerspitzen deiner rechten Hand zu wachsen. Den atme ein, jetzt wird ein bisschen herausfordern. Mit der Ausatmung führst du das rechte Knie, den rechten Ellbogen einmal unter deinem Körperzentrum zusammen, machst einen Katzenbuckel. Mit der Einatmung streckst du dich langsam wieder auseinander. Und mit der Ausatmung willst du langsam deine rechte Hüfte auf. Nimmst deine rechte Hand an deinen rechten Hüftknochen. Presst deine rechte Fußsohle gegen eine imaginäre Wand und drehst dein Brustbein Richtung Decke auf. Atmest ein und rechter Arm Richtung Decke. Mit der Ausatmung zieht dein rechter Arm über dein rechtes Ohr. Eine stabile linke Schulter. Linke Schulter möchte weg vom linken Ohr. Und du bist stabil, aber auch gleichzeitig leicht auf deiner linken Hand. Dann atme ein. Mit der Ausatmung ziehen wir einmal unseren rechten Ellbogen, rechtes Knie seitlich von unserem Körperzentrum zusammen. Mit der Einatmung streckst du dich langsam wieder auseinander. Mit der Ausatmung beugst du das rechte Bein an. Da hast du der rechten Hand zurück zu deinem rechten Fußspann. Drehst Brustbein. Hilfe. Knie. Richtung Decke auf. Mit der nächsten Einatmung. Rechte Fußsohle dann hinten raus, rechter Arm Richtung Decke. Jetzt aufgepasst. Mit der Ausatmung. Yogabude DownToEarth, Zeigefinger, Mittelfinger. Greifst du deinen rechten großen Zeh und streckst das rechte Bein nach rechts aus. Atme ein, heb das rechte Bein noch ein Stück weiter oben raus. Mit der Ausatmung langsam deine rechte Ferse nach vorne, 12 Uhr auf deine Matte. Rechter Fuß ist geflext, atme ein, Flatback. Mit der Ausatmung Nase zu deinem rechten Knie. Mit der Einatmung hebst du dein Kinn wieder nach oben an. Langsam kontrolliert setzt du deine linke Pobacke auf deiner linken Ferse ab. Pointest den rechten Fuß, nimmst deine Hände 10, 15 cm hinter deinem Pobacke in die Matte. Atmest ein, lang Schlüsselbein. Mit der Ausatmung hebt dein Gesäß von der Matte an. Rechter Fuß ist gepointet. Kopf-Längsachse deiner Wirbelsäule. Atme ein. Und mit der Ausatmung Zunge raus und schieb zu deiner Nase. Atme ein. Atme ein. Dann atme ein. Mit der Ausatmung langsam Kinn zum Brustbein, Pobacke auf deine Ferse. Schieb dich dann langsam wieder nach vorne hinter deine Pobacke an. Und in deine Hände seitlich von deiner rechten Fuß in die Matte und versuch dein linkes Bein, gerade deine Hüfte, wieder nach unten und nach vorne gleiten zu lassen.
Ein bisschen anzudehnen, sowas. Diesen Hüftbeuger, der sich so gerne zusammenzieht und verkürzt. Und dabei den rechten Fuß auf 1 oder 2 übernehmen. Und dann bringen wir vielleicht unsere Unterarme in die Matte. Ich nehme dann gerne mein drittes Auge auf meine Dame. Das dürfte vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Und dann drehen wir den linken Arm parallel zum vorderen Mattenrand in die Matte. Rollt auf die Außenkante deines linken Fußes. Streckst das Bein. Ziehst dann den rechten Fuß nach hinten, legst ihn sozusagen aufeinander. Streckst den Arm mit der Einatmung Richtung Decke. Drückst die Schulter mit deiner linken Schulter von der Matte weg. Mit der Ausatmung holst du einmal unter deiner linken Achselhöhle. Und eine kleine Blume. Mit der Einatmung zeigt die Blume der ganzen Welt. Mit der Ausatmung holst du noch eine Blume. Wir wollen einen Blumenstrauß machen. Mit der Einatmung nach oben. Rechte Hüfte möchte dabei auch mit nach oben. Eine letzte Blume. Mit der Einatmung nach oben. Aufgepasst. Mit der Ausatmung nehmen wir unseren rechten Unterarm in die Matte, den linken auch, beide Hände zeigen nach vorne und kommen in eine Unterarmkante. Aber wichtig, das ist schon mal nach vorne geht. Bauchnabel kommt leicht nach innen. Und zwischen deinen Schulterblättern möchte nach oben. Also immer diese Hüftbewegung. Kommen wir so ein bisschen an. Atme ganz natürlich. Okay. Machen wir noch ein bisschen was für unseren Chor. Atme ein. Und mit der Ausatmung rollst du Innenseite linker Fuß, Außenseite rechter Fuß und bringst deine rechte Po rechts an den äußeren Mattenrand kurz vom Boden. Mit der Einatmung wieder neutral. Mit der Ausatmung nochmal nach links. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung schieben wir die Hüfte wieder nach rechts. Mit der Einatmung wieder neutral. Mit der Ausatmung einmal nach links. Mit der Einatmung neutral. Und mit der Ausatmung wandern wir mit unseren Füßen Richtung unseren Ellenbogen. Kommen wir in ein Dreieck auf unseren Unterarm. Lass den Kopf baumeln. Aber versuchst immer noch deine Schultern weg von den Ohren zu drücken. Mit der nächsten Einatmung, wenn du magst, hebst du dein rechtes Bein von der Matte an, der rechte Fuß ist geflext, großer Zeh dreht zu deiner linken Ferse und deine linke Ferse strebt Richtung Boden. Dann atme ein und spann deine Gesichtsmuskulatur. Und mit der Ausatmung strecken, vielleicht zeitgleich. Beide Ärmchen. Atmest ein. Und mit der Ausatmung, rechter Fuß neben den linken, herabschauen drauf. Atme ein, Zehenspitzen. Mit der Ausatmung beugst du deine Beinchen an und bringst deine Knie bis 0,2 cm vom Boden. Atme ein, heb den Blick. Und mit der Ausatmung Knie in die Matte, Fußballen in die Matte. Erwarte der Kindseite und das dritte Auge folgt auch noch. Der Punkt zwischen deinen Augen. Mit der Einatmung heb den Blick. Und mit der Ausatmung roll das Kinn wieder zum Brustbein und du rollst dich in den Vierfüßler. Okay, machen wir die andere Seite. Deine linke Hand auf deine rechten Hand. Spann deine Gesichtsmuskulatur. Und mit der nächsten Einatmung streckst du langsam das linke Bein nach hinten raus. Fleckst den Fuß, drückst mit deiner Ferse die deine imaginäre Wand. Und mit der Ausatmung legst du langsam den linken Arm nach vorne. Hüfte parallel. Du wächst von deiner Ferse bis zu deinen Fingerspitzen. Balancierst. Atmest ein. Mit der Ausatmung Ellbogen, Knie, Knie, Ellbogen. Einmal Katzenbuckel. Unter deinem Körperzentrum.
Mit der Einatmung streck dich langsam wieder auseinander. Mit der Ausatmung dreh die linke Hüfte auf, linke Hand zu deinem linken Hüftknochen, Fußsohle drückt nach hinten raus, dreh das Brustbein auf. Mit der Einatmung die linke Arm Richtung Decke. Mit der Ausatmung zieh dein linker Arm über dein linkes Ohr. Stabile rechter Arm. Drückst dich improvisiert weg von deiner Matte. Atmest eine Länge. Mit der Ausatmung Ellbogen, Knie, Knie, Ellbogen seitlich von deinem Körperzentrum. Einmal zusammenführen. Mit der Einatmung streckst du die linke Fußsohle wieder hinten raus, linker Arm über den Kopf. Und dann beugst du das linke Bein an. Greifst mit links zurück zum linken Fußspann und drehst Brustbein, Knie Richtung Decke auf. Dann ist eine Einatmung, Fußsohle langsam nach hinten raus, Hilfe, linker Arm Richtung Decke. Und jetzt wieder Yogabude, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen. Greifst du den linken großen Zeh und streckst das linke Bein nach links aus. Dann atme ein, gibt es noch die Beinfläche ein Stück weiter nach oben. Mit der Ausatmung, linke Ferse, 12 Uhr in die Matte. Atme ein, Flatback, linker Fuß ist geflext. Und mit der Ausatmung, Nase zum linken Knie. Mit der Einatmung hebt den Blick. Flatback. Mit der Ausatmung. Rechte Pobacke, die rechte Ferse, pointe den linken Fuß. Hände hinter deinem Gesäß in die Matte. Atme ein. Heb dein Kinn Richtung Decke. Mit der Ausatmung presse deinen rechten Fußspann, heb deine rechte Pobacke von deiner rechten Ferse ab. Und bring den Kopf in die Längsachse deiner Wirbelsäule. Atme ein. Und mit der Ausatmung zum Rausschild zu deiner Nase. Atme ein. Atme ein. Atme ein. Und mit der Ausatmung Pobacke wieder auf die Ferse. Schieb dich nach vorne. Bring deine Hände an die Innenseite deines linken Fußes. Justiere vielleicht deinen linken Fuß nochmal ein bisschen neu. Und bring ein bisschen deine rechte Hüfte gefühlt mehr nach vorne und nach unten. Linker Fuß gerne, falls sich das besser für dein Knie anfühlt. 10 oder 11 Uhr. Und dann kommst du gerne auf deine Unterarme. Einatmung rechten Unterarm parallel zum vorderen Mattenarm. Roll auf die Außenkante deines rechten Fußes, löst dein rechtes Knie von der Matte und dann ziehst du deinen linken Fuß nach hinten nach, legst beide Fußinnenseiten aufeinander, nimmst den linken Arm Richtung Decke mit der Einatmung. Mit der Ausatmung holen wir wieder einen Blumenstrauß unter deiner rechten Achse drücken. Reißt du einmal durch. Einatmen für die Blume Richtung Decke. Hüfte möchte nach oben. Mit der Ausatmung. Eine weitere Blume. Einatmen. So, jetzt noch eine. Die letzte. Zeig den Blumenstrauß. Mit der Ausatmung kontrolliert den linken Unterarm in die Matte. Rechten Unterarm auch nach vorne zeigen. Zehenspitzen schiebt der Schau mal wieder nach vorne und nach oben. Schultern möchten weg von den Ohren. Mit der nächsten Einatmung heben wir vielleicht den rechten Fuß.
1 Zentimeter von der Matte an. Wieder ausatmen. Den rechten Fuß wieder in die Matte, vielleicht mal den linken. Wieder ausatmen. Den linken Fuß wieder in die Matte. Und dann wandern wieder mit deinen Füßen Richtung deinen Ellenbogen. Guck mal, dieses Dreieck. Wenn du magst, hebt jetzt das linke Bein von der Matte ab. Fuß geflext, geht zur rechten Ferse, der große Zeh. Atmest noch einmal ein, entspannst dich und wieder ausatmen. Drück so langsam wieder beide Armchen durch. Dreibeinige Hand. Atmest ein. Und vielleicht nochmal auf Zehenspitzen. Und mit der Ausatmung. Linker Fuß. Neben den rechten. Herabschauender Hund. Atme ein, Zehenspitzen. Mit der Ausatmung beugst du die Beinchen wieder an und die Knie bis kurz vorm Boden und die Nase geführt. Mehr Richtung deinem Brustbein. Mit der Einatmung hebt den Blick. Und mit der Ausatmung Knie in die Matte, Fußspanne in die Matte, drittes Auge in die Matte. Erweiterte Kindshaltung. Ruhig deinen Atem. Lass all das los, was du jetzt nicht brauchst. Mit der Einatmung hebt den Blick. Und mit der Ausatmung roll die Schwingen und leichten Katzenbuckel und richte dich dann auf. Für den Vierfüßler. Mit der Einatmung machst du ein geführtes Hohlkreuz. Scheitelpunkt des Kopfes, Steißbein Richtung Decke. Und mit der Ausatmung beugst du langsam deine Ärmchen mit engen Ellbogen und bringst gefühlt erst dein Brustbein in die Matte und dann dein Kinn. Mit der Einatmung streckst du deine Ärmchen nach vorne aus. Kommst in Waiting Arm. Atmest ein. Und mit der Ausatmung schiebst du die Hüfte leicht nach rechts. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung schiebst du die Hüfte nach links. Mit der Einatmung wieder neutral. Und mit der Ausatmung schiebst du dich langsam auf den Bauch. Nimmst deine Stirn in die Matte, presst deinen Fußspann in die Matte, deine Knie lösen sich leicht. Und mit der nächsten Einatmung schiebst du deine Fäuste nach vorne raus. Und mit der Ausatmung, als wenn du die Fäuste zu dir ranziehen willst, hebst du deinen Kopf von der Matte. Und die Ellbogen ziehen zueinander. Und du hast, wie gesagt, das Gefühl, die Fäuste zu dir ranzuziehen. Deine Armpits werden jetzt stimuliert. Aber halt den Druck mit deinem Fußspann, mit dem Boden. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung löst du deine Hände langsam Richtung deinen unteren Rippenbogen. Kurz über den Boden, deine Schulterblätter ziehen. Richtung Po-Backen. Dein Kopf ist in der Längsachse deiner Wirbelsäule. Für diese Mini-Cobra. Mach 3 Atemzüge. Atme ein.
Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Aufgepasst. Für den nächsten Einatmen strecken die Ärmchen langsam nach vorne aus, kurz über den Boden, Sterne auch Richtung Boden, kurz davor. Und wenn du jetzt in Klimmzugstange greifst, mit der Ausatmung ziehst du langsam die Klimmzugstange gefühlt zu deiner Brust, hebst den Oberkörper noch ein Stück mehr an, presst in dein Fußspann. Mit der Einatmung löst du die Klimmzugstange wieder nach vorne stehen, kurz vor dem Boden. Mit der Ausatmung ziehst du jetzt gefühlt die Klimmzugstange über deinen Hinterkopf Richtung deinen Schulterblätter. Mit der Einatmung löst du langsam wieder. Stange nach vorne, Stern bis kurz vor dem Boden. Mit der Ausatmung ziehst du die Stange wieder Richtung dein Brustbein. Mit der Einatmung löst du wieder. Mit der Ausatmung wieder Richtung Schulterblätter. Mit der Einatmung löst du. Mit der Ausatmung wieder Richtung Brustbein. Ein letzter Einatmen und Ausatmen Richtung Schulterblätter. Bleiben wir hier. Stellen uns vor, wir legen die Hände auf unsere Stange und fangen an hier so ein bisschen Schlängellinien zu fliegen. Press weiter in deinen Fußspann. Große schlingende Bewegung. Okay, mit ein bisschen Einatmen. Pressen wir den Fußspann eben, aber können noch ein Stück mehr an. Halten hier noch die Stange. Und jetzt fangen wir an, ein bisschen Flügelschritte zu machen. Links und rechts, rauf und runter. Noch ein bisschen schneller. Okay, mit der nächsten Einatmung so hoch wie es geht. Und mit der Ausatmung kontrolliert Stirn in die Matte und lande mit deinem Flügelarm links und rechts. Press wieder in deinen Fußspann. Richtung der Löwen. Die verbandte Stirn in der Matte. Du atmest ein. Was jetzt passiert? Wir heben nur die angewinkelten Ärmchen nach oben. Mit der Einatmung wieder die angewinkelten Ärmchen kurz über den Boden. Mit der Ausatmung ziehst du sie wieder so weit, wie es sich gut anfühlt, nach oben. Mit der Einatmung und Ausatmung. Einatmen und aus. Denke mal dein Fußspann. Einatmen und aus. Einatmen und aus. Noch 2 Stück. Einatmen und aus. Der letzte. Atme ein. Bring die Armchen zum Boden. Richten wir mal gerne meine Ellbogen nach außen. Fächer meine Hände übereinander und leg meine Stirn auf einen Handrücken. Vielleicht wackelst du leicht mit deinem Gesäß links und rechts.
Okay. Kommen wir in die Sphinx-Pose. Deine Ellenbogen unter deine Schultern, Hände, schulterbreit. Drückst dich ein bisschen weg von deiner Matte. Immer Schultern weg von den Ohren. Bisschen Druck in die Unterarme. Lässt dein Fahrgestell los. Also ab, Po-Backen abwärts. Gehört dir nicht. Wir bringen jetzt ein bisschen Kompression ganz bewusst in unseren unteren Rücken. Okay. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein Kinn Richtung Decke. Und mit der Ausatmung schauen wir einmal über unsere linke Schulter zur linken Ferse. Mit der Einatmung wieder Kinn 12 Uhr Richtung Decke. Mit der Ausatmung schauen wir einmal über rechts zur rechten Ferse. Mit der Einatmung wieder Kinn 12 Uhr Richtung Decke. Mit der Ausatmung schauen wir über links beugen. Nehmen das rechte Bein an. Schauen einmal zu unserer rechten Fußsohle. Mit der Einatmung wieder Kinn 12 Uhr. Fußspann in die Matte. Mit der Ausatmung schauen wir über die rechte Schulter. Und das linke Bein an. Und schauen zum linken Fuß. Mit der Einatmung wieder Fußspann in die Matte. Kinn 12 Uhr Richtung Decke. Wenn du magst, mit der Ausatmung streckst du einfach mal deine Ärmchen. Und kommst von der Sphinx in den Seehund. Lass weiterhin bestmöglich dein Fahrgestell los. Atme ein, Kinn Richtung Decke. Mit der Ausatmung schauen wir über unsere linke Schulter einmal zur linken Ferse. Mit der Einatmung, Kinn Richtung Decke. Mit der Ausatmung über rechts zur rechten Ferse. Mit der Einatmung wieder Kinn 12 Uhr. Mit der Ausatmung über links. Beug das rechte Bein wieder an. Schau zur rechten Fußsohle. Mit der Einatmung Kinn zur Decke. Fußspann in die Matte. Mit der Ausatmung über rechts. Beug das linke Bein an. Schau zu deiner linken Fußsohle. Mit der Einatmung Fußspann in die Matte. Kinn 12 Uhr Richtung Decke. Und jetzt aufgepasst. Mit der Ausatmung beugst du langsam beide Beinchen an. Und stellst dir jetzt vor, wie langsam dein Hinterkopf sich auf deinen Fußsohlen ablegt. Und auch wenn noch 1,50 Meter Platz zwischen deinem Hinterkopf und deinen Fußsohlen sein soll, bei mir sieht das sicherlich auch nicht anders aus. Einige können das ganz easy. Aber ich stelle es mir vor, wie jetzt meine Haare, meine Fußsohlen streichen. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung bringst du kontrolliert erst jeweils den Fußspann in die Matte, dann deine Ellenbogen. Drehst die Ellbogen dann wieder nach außen, fächerst die Hände wieder übereinander, bringst deine Stirn auf ein Handtuch und wackelst ein wenig. Okay, machen wir noch eine Übung aus dem Bikram-Yoga. Du bringst jetzt sozusagen deine Handflächen unterhalb sozusagen deines Körpers. Deine Ellbogen verschwinden auch unter deinem Rippenbogen. Deine kleinen Finger berühren sich sozusagen unterhalb deiner Oberschenkel. Das ist für mich immer so ein bisschen die Hölle. Meine Unterarme. Hier hoch. Dann atmest du ein und mit der Ausatmung presst du in deine Hände und hebst vielleicht deine Beinchen von der Matte ab. Atmest ein und wenn machbar, presst du noch ein bisschen mehr in deine Hände, deine Unterarme
Und hebst vielleicht die Beinchen noch ein bisschen höher. Eigentlich ist es eine Kerze andersrum. Atmest noch einmal ein. Und mit der Ausatmung langsam kommst du die Beinchen wieder in die Matte. Und das ist so ein bisschen die Erlösung, dass man jetzt die Ärmchen wieder rausholt. Lässt die Handflächen Richtung Decke, bringst eine Wange in die Matte. Und vielleicht wackelst du auch mit deinem Gesäß etwas nach. Okay, dann bringen wir einen Unterarm parallel zum vorderen Mattenrand in die Matte, den rechten erstmal. Beugst das linke Bein an. Greifst dann von oben, lässt sozusagen die Ellbogen nach oben zeigen, die Fingerspitzen nach unten und versuchst jetzt hier auf deinen Fußspann zu greifen. Drückst dich von deiner Matte weg, Schultern weg von den Ohren, drehst dich über links auf und drückst vielleicht noch ein bisschen mehr deine linke Ferse gefühlt zur linken Pobacke. Atmest noch einmal ein und mit der Ausatmung löst du langsam. Wechselst dann die Seite, bringst deinen linken Unterarm parallel zum vorderen Mattenrand. Beugst das rechte Bein. Greifst mit deiner rechten Hand zurück, wie die Fingerspitzen zeigen nach unten, der Ellbogen nach oben und versuchst sozusagen deine Handfläche auf deinen Fußspann abzulegen. Drückst wieder mit deiner linken Unterarm in die Matte, Schulter weg von deinen Ohren. Und dann drehst du dich über rechts auf und drückst vielleicht noch ein bisschen mehr in die rechte Ferse Richtung rechter Po. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung langsam löst du dich. Ja, die Ellbogen wieder nach außen, Handflächen übereinander, Stirn auf einen Handrücken. Und vielleicht wackelst du wieder ein wenig mit deinem Gesäß. Links und rechts. Und dann strecken wir einen Arm mit der Einatmung, den rechten, leicht nach vorne aus. Nimmst dann deinen linken Arm von deiner rechten Achsel hindurch Richtung 3 Uhr. Der linke Daumen zeigt nach oben. Dann wanderst du mit dem rechten Arm Richtung 9 Uhr. Bringst dort auch dein Daumen zeigen oder beide Daumen zeigen nach oben. Kreuzt sozusagen jetzt deine Schultern. Stellst dann deine Zehbeine auf. Schiebst dich noch mit deinen gekreuzten Schultern ein wenig nach vorne hinein. Bringst dann den Fußspann wieder in die Matte und lässt einfach dann dein Kinn ganz entspannt über deine gekreuzten Schultern fallen. Bei mir bleiben die Daumen aktiv. Und ich versuche jetzt wieder komplett mein Fahrgestell loszulassen. Falls du mit den Zehen aufeinander knirschst, das wollen wir nicht. Dann löst bitte deine Zunge an deinen oberen Gaumen kurz vor deinen Zähnen, damit der Kiefer sich entspannen kann. Ist die Zunge nicht ganz relaxed, aber das ist das geringere Übel. Okay? Zielzone bei dieser Haltung ist eigentlich dieser Kapuzenmuskel zwischen deinen Schulterblättern, der sich von deinem Nacken sozusagen zwischen deinen Schulterblättern entfaltet. Und da versuchen wir jetzt Weite zu finden.
Pause. Einige haben noch gar keine Lust mehr. Ich strecke gleich den linken Arm nach vorne aus. Dann ziehen den rechten Arm unter deiner linken Achselhöhle durch. Der Daumen zeigt nach oben. Wanderst dann mit deinem linken Arm in Richtung rechts, 3 Uhr, kreuzen wieder die Schultern, beide Daumen zeigen nach oben. Stellst die Zehbeine wieder auf, schiebst dich noch ein Stück mehr nach vorne über deine gekreuzten Schultern, nimmst dein Fußbein wieder in die Matte, lässt das Kinn wieder ganz easy über die gekreuzten Schultern bleiben. Entspannst wieder komplett dein Fahrgestell, falls ziehen aufeinander, nimmst die Zunge wieder an den Gaumen und dann lass wieder los. Atme noch einmal ein und wieder aus. Und dann löst du dann immer in deiner Pace. Alles ein bisschen langsamer. Gerne wieder Handflächen übereinander, Ellbogen nach außen, Stirn auf einen Handrücken. Und wackelst doch ein bisschen mit deinem Gesicht. Dann streck einen Arm nach vorne aus. Dreh dich auf deinen Rücken. Zieh die Knie nochmal sanft zu dir ran. Und dreh vielleicht kleine 8 mit deinem unteren Rücken. Dann heb deine Nase noch einmal Richtung dein Knie. Atme ein und mit aus, also presse nochmal einmal, verzerrst das Gesicht zu so einem Grapefruit-Gesicht, Zitronengesicht, schaut so alles mein Körper an. Und dann löst du für Shavasana. Streckst deine Beinchen ganz entspannt auf deiner Matte aus. Lässt die Füße auseinanderfallen, nimmst die Handrücken links und rechts von deiner Hüfte. Schließ die Augen ein weiteres Mal. Und lässt jegliche Kontrolle los. Kontrolle über deinen Körper. Kontrolle über deine Atmung. Auch jegliche Kontrolle über irgendwelche Gedanken. Finde deinen stillen Beobachter, wie die Früchte deiner Klasse, den letzten, aber gut 60 Minuten. Einfach nur beobachten.
passiv, wertfrei. Das Prana, Chi, Ki, wie immer wir es nennen wollen. Diese Lebensenergie, die sich jetzt ganz alleine in dir verteilt. Und irgendwo kribbelt, ein bisschen wärmt. Beobachte. Und du kannst jetzt ganz alleine entscheiden, wie lange du hier liegen bleiben möchtest. Ich empfehle immer mindestens 5 Minuten, aber auch 10 Minuten. Super. Es war mein Vergnügen. Bleib gesund. Bis bald.